Hi Mädels, willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. In dem heutigen Tutorial zeige ich euch, wie ihr ganz einfach mit wenig Aufwand euren Puppen einen Gürtel machen könnt. Wenn ihr das erste Mal auf meinem Kanal seid, hinterlasst mir ein Abo und aktiviert die Glocke, um ja kein weiteres Video von mir zu verpassen. Den Gürtel könnt ihr aus verschiedenen Materialien machen. Ich habe ihn einmal aus Leder gemacht und einmal aus Kunstleder. Für den Gürtel könnt ihr noch kleine Ösen oder Fake-Nieten besorgen. Es ist nicht zwingend notwendig, aber sieht einem richtigen Gürtel halt ähnlicher. Dann braucht ihr noch ein Handschlageisen und ein Locheisen für Leder. Passendes Leder, ich habe hier ein weißes Kunstleder, einen Hammer und Sekundenkleber. Ach ja, und natürlich eine Schnalle. So eine Schnalle wäre richtig für einen Gürtel, aber ich bekomme sie leider nirgends in der Größe, wo ich sie brauche. Um die richtige Länge für euren Gürtel zu ermitteln, nehmt ihr am besten eine Hose, einen Rock oder irgendetwas von eurer Puppe, an dem man das jetzt ausmessen kann. Einmal rundherum wären das bei mir so Pi mal Daumen 26 cm, aber man muss ja noch ein bisschen dazu rechnen, um den Gürtel richtig schließen zu können und noch so viel übrig zu haben, dass man das in der nächsten Schlaufe von der Hose zum Beispiel feststecken kann. Ich zeige euch das mit meinem fertigen Gürtel. Ich fädel den einmal rein und verschließe ihn und dann seht ihr, dass da noch ein gutes Stückchen übrig bleiben muss, um das Ende des Gürtels durch die Schlaufe an der Hose durchstecken zu können. An meinem fertigen Gürtel messe ich die Länge nach, und zwar sind es ungefähr 30 cm plus auf der Rückseite noch 2 cm dazu, wären wir bei 32 cm. Beim Zuschneiden des Leders müsst ihr darauf achten, dass die Richtung, in der das Leder zugeschnitten wird, nicht dehnbar ist. Sonst kann das Problem entstehen, dass das Leder sich sehr ausdehnt. Zum Zuschneiden allgemein kann ich euch nur empfehlen, mit so einem Schneidebrett und mit einem Rollschneider zu arbeiten. Mit der Schere bekommt ihr das wahrscheinlich gar nicht so akkurat hin. Die Breite des Riemens messt ihr am besten anhand eurer Schnalle ab, und zwar einfach die Durchführung ausmessen und am besten 1 mm weniger nehmen, damit es gut rein und raus geht. Das Leder muss ich mir hier doppelt legen, weil mein Schneidebrett ein bisschen klein ist, was aber kein Problem darstellt. Zuschneiden tue ich in der Breite jetzt 6 mm und in der Länge 32 cm. Wenn du möchtest, kannst du jetzt an deinem Riemen 2 gerade Nähte legen. Da mein Gürtel weiß ist, wird man die Nähte kaum erkennen, also lasse ich die in diesem Falle weg. Das eine Ende des Riemens kannst du so wie ich spitz zuschneiden, indem du die Ecken abschneidest, oder du kannst sie auch abrunden, dann hast du eine etwas andere Optik. Jetzt kann die Schnalle an den Riemen befestigt werden, damit es dann so ausschaut wie an meinem fertigen Gürtel. Der Riemen wird durch die Schnalle durchgeführt und auf der anderen Seite wieder rausgeführt. Ungefähr 2 cm sollen das sein. Und anschließend markiere ich mir an der obersten Stelle den Punkt, durch den dann der Schnallenstift durchgesteckt wird. Mit meinem Lochwerkzeug stanze ich mir hier ein kleines Löchlein raus. Nun führe ich den Riemen wieder in die Schnalle ein und den Schnallenstift in das gerade eben gestanzte Löchlein. Mit einem Gelsekundenkleber klebe ich jetzt das kurze Ende fest.
Ich möchte noch eine Zierniete setzen, beziehungsweise ich werde es zuerst mit einer Öse versuchen, die man dann später abbricht. Aber das Prinzip ist das gleiche, deswegen zeige ich dir den Prozess. Zuerst muss mit Hilfe des Lochwerkzeugs ein kleines Löchlein durchgestanzt werden. Anschließend wird in diese Vorrichtung, ich weiß nicht genau, wie man das nennt, ich bin kein Schuster, der Riemen reingelegt und dann die Öse obendrauf. Und mit ein paar kräftigen Schlägen wird die Öse ruiniert. Hier habe ich anscheinend viel zu fest drauf geschlagen und habe nicht nur die Öse kaputt gemacht, sondern auch diese Vorrichtung. Das heißt, es musste Plan B her. Es ist das gleiche Prinzip, nur ein bisschen anderes Werkzeug, aber es funktioniert wunderbar, kann ich nur empfehlen für alle kleinen Ösen und Nieten und weiß der Kuckuck, was noch alles gibt. Aus dem Leder schneide ich mir noch einen kleinen dünnen Streifen aus. Dieser wird gleich vorne bei der Schlaufe festgeklebt. Mit dem Sekundenkleber wird der kleine Streifen an den Gürtel vorne dran geklebt. Ich messe mir vorher nicht aus, wie lang das sein soll, sondern lege das dann einmal drum herum und schiebe das andere Ende des Gürtels durch. Und somit sehe ich, wie lang das sein muss. Zu guter Letzt müssen nur noch ein paar Löcher am anderen Ende des Gürtels eingestanzt werden. Damit ich weiß, wo das erste Loch am Gürtel gesetzt werden soll, fädel ich den Gürtel einmal durch die Hosenschlaufen durch und markiere mir die Stelle, an die das erste Loch gesetzt wird. Im Abstand von einem Zentimeter markiere ich mir weitere Punkte bis zu der Spitze. Mit Hilfe des Lochwerkzeugs stanze ich alle Löcher aus. Nun kennt ihr das Geheimnis der Gürtelherstellung. Ganz einfach und mit wenig Aufwand auch zu Hause machbar. Ich hoffe, ich habe das Video einigermaßen verständlich erklärt und es hat einen Nutzen für euch und ihr könnt ein paar Gürtel für eure Puppen nachbasteln. Verlinkt mich auf Instagram und zeigt mir unbedingt, was ihr für einen Gürtel für welche Puppe auch immer gemacht habt. Bleibt kreativ, eure Kathi!